Im letzten Video ging es um unsere Atlantiküberquerung von den Kanarischen Inseln in die Karibik nach Martinique. Manchmal waren die Bedingungen auch nicht ganz einfach. Das Schiff ist hin und her geschwankt. Teilweise hatten wir sehr viel Segelfläche und waren sehr, sehr schnell. Wir mussten die Segel zum Teil wegnehmen. Dann wiederum war es ruhig. Ein besonderer Moment war sicherlich die Begegnung mit der 21 Jahre jungen Engländerin Sarah Lackland, die alleine und ohne jegliche Hilfe über den Atlantik gerudert ist von Portugal bis nach Südamerika. Letztendlich sind wir in St. Anne angekommen in Martinique, wo wir jetzt auch sind und wo auch dieses Video beginnt. Am Anfang des Videos werde ich jedoch die Inseln, die ich kenne, vorstellen, mit ihren Vor- und Nachteilen, beziehungsweise ob es interessant ist, dort anzukommen oder nicht, und natürlich letztendlich die Frage beantworten, ob wir nach Norden oder nach Süden segeln. Ja, willkommen zu einem neuen Video hier von der Kokon aus der Karibik. Zurzeit bin ich in Martinique und mir stellt sich die Frage, ob wir nach Norden segeln sollen oder ob wir nach Süden segeln sollen. Das werde ich später noch beantworten, aber vielleicht erstmal für die, die jetzt in der Karibik ankommen und die den Atlantik überquert haben, für die stellt sich vielleicht die Frage, wohin zuerst? Aber wenn man jetzt den Atlantik überquert hat und sagt, man möchte in die Karibik, in die wahre Karibik, dann fange ich mal von Süden nach Norden an. Dann würde ich sagen, dann ist Tobago ein sehr gutes Ziel. Tobago ist ein sehr gutes Ziel, weil es relativ ursprünglich ist. Es ist die wahre Karibik, so wie man sie sich vielleicht vorstellt. Man fährt nach Charlottesville, ankert dort in der Pirates Bay und es ist eine tolle Stimmung und also wirklich auch ein tolles Dorf und so weiter. Das macht Spaß. Nach Tobago kommt natürlich Grenada. Grenada hat eine sehr große Yachting-Community. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so interessant ist für jemanden, der jetzt in der ursprünglichen Karibik ankommt. Da bietet sich schon eher an, sind die Grenadines, also St. Vincent and the Grenadines. Der beste Ort ist vermutlich dort anzukommen, ist Bequia. Es ist relativ voll, aber da ist man wirklich in der Karibik vermutlich so, wie man sich es vorstellt. Versorgungslage ist relativ gut. Es gibt mehrere kleine Supermärkte. Einen besseren Supermarkt, das ist bei Doris. Doris ist keine deutsche, sondern glaube ich eine Inderin, die gibt es schon ewig da. Die ist inzwischen in einem Privathaus und ist extrem teuer. Also ich war neulich, nur mal ein Beispiel zu sagen, ich war neulich eingeladen zum Essen bei Freunden auf dem Schiff und ich weiß, sie hatten keinen Wein mehr. Und die 2 Flaschen Wein, die ich mitgebracht habe, ganz normalen Wein, Weißwein, haben 66 € gekostet. Das heißt, jeder Wein hat 33 € gekostet. Woanders kostet der in Martinique, und da kommen wir gleich hin, da kostet der gleiche Wein 7 oder 8 €. Das ist natürlich ein Unterschied, nicht? Also man kann sich dort versorgen, aber es ist extrem teuer. Also viele fahren ja mit der Ark rüber und die kommen dann in St. Lucia an, oben in der Ordney Bay Marina. Und gut, St. Lucia bin ich auch angekommen 1998 mit der Ark damals, der letzten Ark von Jimmy Cornell. St. Lucia ist sehr touristisch und ist leider inzwischen in der Kriminalitätsstatistik an Nummer 1 in der Karibik angekommen. Das ist natürlich schade. Dann geht es weiter nach Martinique und für mich sind hier viele Pluspunkte. Erstens, es gibt viele Ecken, die sehr karibisch sind, sagen wir mal. Und wo ich das Gefühl habe, das, was ich in der Karibik erwarten würde, das finde ich hier. Nicht in jeder Ecke. Wir sind hier gerade, oder ich bin hier gerade auch in Le Marin. Das ist das Yachtzentrum schlechthin. Das ist das Charterzentrum. Aber hier gibt es alles. Hier gibt es Supermärkte. Ich kann direkt mit dem Dinghy zum Supermarkt fahren. Hier gibt es diesen Pliebel-Preis. Und da gibt es den Auchan und außerdem gibt es Bootszubehörläden. Es gibt alle möglichen Reparaturmöglichkeiten für Motoren, fürs Rig, für alles, was man sich denken kann, Elektronik. Bei mir steht jetzt zum Beispiel der Kühlschrank an. Und von daher ist Martinique nicht schlecht. Ich finde, Martinique ist eigentlich ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt.
Weil von hier kann man auch wieder in den Süden fahren. Man kann sich hier versorgen. Man kann die Shops voll machen. Der Pliebel-Preis hat wirklich ein gutes Sortiment, der Auchan auch. Und dann von hier aus nach Süden fahren, das ist nicht weit. Weiter geht's dann nach Norden, nach Dominica. Sehr ursprünglich. Ich glaube, das ist so eine der ursprünglichsten Inseln. Ich kann allerdings nicht viel darüber sagen, weil ich da nur sehr kurz war. Das werden wir nachher in dem Film auch sehen. Dann kommt Guadeloupe. In Guadeloupe kommen ja die Franzosen auch gerne an, so wie auch in Martinique. In Pointe-à-Pitre kommen sie gerne an. Wobei ich von Pointe-à-Pitre nicht so begeistert bin. Aber die ganze Ecke ist ansonsten sehr schön. Taucherparadies gibt es da auch. Diese eine Insel, Jacques Cousteau, Nationalpark oder wie das heißt. Gut, da kommt Antigua. Da fahren viele Engländer hin und in Antigua kann man auch gut landen und es ist auch interessant. Nelson's Dockyard, English Harbour, Falmouth Harbour, alles sehr gut, relativ teuer. Übrigens beim Einklarieren, da ist man in Jolly Harbour besser. Aber insgesamt ist Antigua wirklich eine tolle Insel. Und was noch dazu gehört, ist Barbuda. Und Barbuda ist für mich der Traum schlechthin. Also das ist wirklich das, was man sich in der Karibik vorstellt. Oder das, was ich mir vielleicht vorstelle. Sagen wir es mal so. Strand, kein Mensch da. Das ist super. Aber man muss bei ein paar Sachen ein bisschen aufpassen. In Antigua zum Beispiel, wenn man da Wein kauft, Vorsicht, es ist meistens süßer Wein. Selbst wenn da draufsteht Chardonnay oder irgendwas, keine Ahnung, es ist süßer Wein. Und das liegt nicht jedem, also mir jedenfalls nicht. Gut, und jetzt kommen wir weiter nach Norden. Das ist jetzt nichts mehr, um dort anzukommen. St. Kitts Nevis und St. Martin. St. Martin ist dann eher ein Spot, wo man losfährt wieder Richtung Osten. Dann gibt es noch die British Virgin Islands. Das ist ein reines Charterrevier. Sehr schön, sehr teuer. Aber es ist nichts, um da praktisch nach der Atlantiküberquerung anzukommen. Gut, das ist mal zu den einzelnen Inseln. Nach Süden ist zu den Grenadinen zu fahren. Tobago Keys natürlich große Klasse. Da sind viele, viele Charterjachten. Nach Norden sind es eher eigene Yachten, die man da trifft. Von daher sind das so ein bisschen unterschiedliche Reviere, würde ich sagen. Ja, wir sind ja nun in Martinique und auch für uns stellt sich die Frage, fahren wir nach Süden oder fahren wir nach Norden? Ich wollte in den Süden fahren, weil da die Tobago Keys sind, weil die Grenadinen da sind, weil es einfach toller ist. Anita wollte gerne in den Norden fahren, weil sie Antigua gut kennt aus der Zeit vor vielen Jahrzehnten, wo sie jahrelang auf einem Segelschiff war. Und meine Frau ist dann auch nach Martinique gekommen, die wollte auch nach Norden fahren. Also haben wir uns entschieden, wir fahren nach Norden. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Ich zeige jetzt ein paar Aufnahmen aus dem Norden und es war wirklich toll. Es war die gute Entscheidung. Ein paar Tage nach unserer Ankunft regnet es. Es regnet in Strömen den ganzen Tag, aber irgendwann legt sich's. Es regnet weniger. Es regnet nur 5-mal am Tag, wie üblich hier. Und dann kommt die Sonne wieder und wir genießen es. Gehen in die Pirates Bar, oberhalb von diesem Dingy Dock hier. Genießen unseren Sundowner, also den Drink, den man abends zu sich nimmt vor Sonnenuntergang, genießen natürlich den Sonnenuntergang mit diesem herrlichen Blick und überlegen uns, wo sollen wir hinfahren. Wir haben jetzt Ende Januar, wir fahren jetzt hier Richtung Fort-de-France, erstmal in die Grande Anse d'Arles. Wir sind hier nur mit der Genua unterwegs, laufen 7 Knoten, ein bisschen schneller als 7 Knoten manchmal. Läuft wunderbar. Die Anse d'Arles ist eine schöne Bucht, ich würde sagen mit gutem und richtigem Karibik-Flair. Es gibt viele Restaurants, Beachbars, natürlich ein gutes Dingy Dock. Der Ort ist schön,
angenehm, sehr karibisch. Es gibt leider nichts, wo man sich wirklich versorgen kann. Das heißt, es gibt keine guten Einkaufsmöglichkeiten. Aber wir sitzen in der Bar, wir nehmen unseren Sundowner zu uns und später natürlich genießen wir den Sonnenuntergang an Bord. Wir fahren weiter von der Grande Anse d'Arles in die Anse Mitton. Die Bucht ist nicht sehr schön, es liegen einige ziemlich heruntergekommene Schiffe dort. Die Stadt hat auch nicht gerade einen besonderen Charme. Sie ist ein bisschen aus dem Nichts entstanden. Es gibt keinen Supermarkt, einen Mini-Hafen, der ist ganz nett, ein paar Restaurants. Es gibt immerhin ein Dingy-Dock, auf das man kommt, wenn man akrobatische Verrenkungen macht und es ein bisschen sportlich ist. Das Wichtigste aber ist, wir wollten meine Frau vom Flughafen abholen und wir wussten nicht, dass das Taxi 90 € kostet. Stattdessen fahren wir also rüber nach Fort-de-France und dort kostet der Bus zum Flughafen nur ein paar Euro. Also wenn jemand mit dem Flugzeug kommt nach Martinique, dann sollte man sich in Fort-de-France treffen, man fährt rüber, legt sich dort vor Anker und er kommt ganz gemütlich mit dem Bus für weniger Euro dahin und nicht anders. Heute ist der 6. Februar. Wir sind jetzt in Fort-de-France wieder losgefahren. Wir hatten ein kleines Desaster, weil die elektrische Steueranlage nicht mehr ging. Keiner weiß warum. Na gut, also jetzt sind wir wieder Richtung Norden unterwegs. Die Steueranlage hat sich von selbst erholt. Und wir rauschen jetzt hier mit über 7 Knoten eigentlich lang. Macht Spaß. Also ein bisschen ausgeleicht ist die Fock schon, die Genua. Oben flattert sie, das heißt, der Ruhepunkt muss ein bisschen nach vorne, aber sie hat schon einiges mitgemacht. Das ist ja nicht so schlimm. Jetzt kommt gleich noch mal eine Böe, dann werden wir wieder abzischen. Wie schnell bist du jetzt? Wie schnell bist du jetzt? 8,1 durchs Wasser. Nach nur einer Nacht verlassen wir Saint-Pierre wieder, verlassen Martinique und wir fahren nach Norden, nach Dominica in die Stadt Portsmouth, um von dort aus die Insel zu erkunden. Wir sind jetzt in der Passage zwischen Martinique und Dominica und wie immer ist es ziemlich heftig hier. Sehr hohe Wellen, starker Wind, 20 bis 25 Knoten Wind. Und wir haben halben Wind, also es geht flott voran. Bis 8 Knoten. Manchmal drüber. Tja, und für die letzten 20 Meilen oder 22 Meilen sind wir im Windschatten der Insel Dominica und müssen irgendwann doch die Maschine nehmen. Wir waren jetzt hier in der Ankerbucht kurz vor Portsmouth, Dominica. Wahrscheinlich die verregnetste Bucht der Welt. Hier hat es wirklich alle 2 Minuten geregnet. Unglaublich, unglaublich. Dominica soll ja sowieso die Insel sein mit dem meisten Regen. Und ich kann bestätigen, in der Bucht stimmt es auf alle Fälle. Jetzt fahren wir nach Portsmouth rüber. So, nach nur einer Nacht verlassen wir Dominica wieder, weil die Insel mag zwar sehr schön sein oder ist sehr schön, aber es regnet ununterbrochen. Und dann haben wir auch keine Lust, hier den Indian River hochzufahren oder eine Tour über die Insel zu machen oder so, wenn es im Dauerregen ist. Aber wir sind nicht die Einzigen, die abhauen, sondern eigentlich überall fahren sie weg. Und ich glaube, viele fahren jetzt nach Guadeloupe, so wie wir jetzt auch rüber. Nach Guadeloupe beziehungsweise auf die Inseln Les Saintes. Okay. Die Fahrt von Dominica auf die Insel Les Saintes ist jetzt mal eine richtig ruhige Passage bisher. Volle Segel oben und wir laufen 8 Knoten über Grund. Perfekt.
Hier in der Grande Bay in Les Saintes ist es sehr schön, Wasser ist sehr klar, aber hier kommt genau der Schwell rein und deswegen hauen wir nach einer sehr unruhigen Nacht hier wieder ab. Das hat leider keinen Sinn. Dein Laden. Wir können doch eins mitnehmen. Brauchen wir heute eins, ein Brot? Brauchen wir nicht, ne? Machen wir morgen. Welches Haus? Das war bestimmt auch mal eine Bar mit der Flucht Hotels. Wir fahren jetzt wieder weg von den Inseln Les Saintes nach Guadeloupe rüber. Und wir haben ziemlich starke See, sehr hohe See. Und manchmal steigt so richtig eine senkrechte Wand neben uns hoch. Dafür fahren wir aber auch die ganze Zeit zwischen 8 und 9 Knoten. Wir haben ein bisschen Strömung mit. Und ja, hier fliegt schon so manches durch die Gegend. Zum Beispiel ein Zahnputzglas aus seiner Halterung und zerschellt auf dem Boden. Aber kommt vor. Wir liegen jetzt hier in der Anse des Barques. Das ist etwas südlich von Bouillante. Liegt man relativ sicher, schwellfrei oder schwellarm. Und eine kleine, relativ geschützte, relativ geschlossene Bucht. Und es soll angeblich ein paar Unterwasserfelsen geben, die bei 2 Meter liegen, aber kein Mensch weiß wo. Das Einzige, was man hört, hier sind im Prinzip aus dem Quietschen vom Schlauchboot ist die Straße, die da oben lang führt. Aber es ist hübsch hier. Auch hier sind wieder ein paar völlig abgewrackte Schiffe, die wahrscheinlich ewig vor Anker liegen. Und ansonsten wenige, die sich hier als durchfahrende Schiffe verankern und hier bleiben. Wir sind jetzt weitergefahren nach DE im Norden von Guadeloupe mit diesem tollen Dingy Dock. Und jetzt geht's mal in die Stadt. DE hat im Wesentlichen eine Straße. Dort drüben ist eine gute Boulangerie. Und da vorne ist es wieder zu Ende. Oberhalb der Stadt von DE gibt es einen botanischen Garten, der ist wirklich lohnenswert, dahin zu gehen. Man kann dort anrufen, wird mit einem Bus abgeholt und nach der Besichtigung des Botanischen Gartens auch wieder in die Stadt zurückgefahren.
Im nächsten Video geht es weiter nach Norden, nach Antigua und Barbuda. Und ich werde erklären, wie die verschiedenen Software-Tools gehen, um in die Länder ein- und auszuklarieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr bleibt dabei. Bis dahin, ciao von der Kokon.